Ja, Genau. Genau. Danke. Das sind jetzt diese Punkte von Customer Journey, Outside, Inside, Value Management, und ich glaube, da macht Sinn, nochmal auch diese Fachbegriffe vielleicht ganz kurz ein bisschen zu erklären. Das wäre auch nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, da helft ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schnell reinzufinden. Was wir hier sehen, und das ist eigentlich spannend, ist, dass sich eigentlich fast alles vom Trend 9 ableitet. Ja? Wir haben die Ausgangssituation, dass wir eine große Community haben zum Thema CX, ja, aber man häufig noch das Top-Management überzeugen muss, rechnet sich das Ganze denn? Und das ist etwas, was sich so durch unseren ganzen Report zieht, dass wir eigentlich uns immer wieder überlegt haben, wie kommen wir denn dahin, dass sich die Initiativen rechnen? Und von da aus muss man ganz klar sagen, das hat häufig was mit dem Wert der Kundenbeziehung zu tun. Deswegen haben wir neu den Trend 8 eigentlich implementiert, wo wir gesagt haben, also wir sind eigentlich darauf angewiesen, wenn wir wirklich individuelle, differenzierende Erlebnisse gestalten wollen, dass wir einerseits wissen, was ist das Wertemuster der Kunden, andererseits aber, was bedeutet auch die Kundenbeziehung in Wertdimensionen, also in monetären Dimensionen, heute und morgen für das Unternehmen. Ja, das fließt eigentlich ein ins Management Cockpit zusammen eben halt mit den sogenannten Outside Insights. Das heißt also zu überlegen, und das ist Trend 7, wie zufrieden sind die Kunden, wie gebunden sind die Kunden, also so klassische NPS, Customer Satisfaction Indizes oder ein Effort Score. Darauf aufbauend aber auch alles an Feedback, was ins Unternehmen reingetragen wird, der Gestalt, dass man Beschwerden hat, dass man Reviews hat auf Google, auf Amazon, wo auch immer die geeignete TripAdvisor, die geeignete Feedback-Plattform ist, aber auch, und das ist uns sehr, sehr wichtig, methodisch weiß, wie man eigentlich Werte der Kundschaft erheben kann. Wir haben da ein kleines Beispiel gemacht während unserer Präsentation am CX-Dialog. Dann geht es uns darum zu überlegen, von diesen Dingen, die wir jetzt ins Cockpit gebracht haben, ja, was kann ich denn, welche Prozesse, welche Dialoge kann ich dann entsprechend automatisieren? Wir haben jetzt 10 Jahre Digitalisierung hinter uns. Und da müssen wir uns auch mal überlegen, wie digitalisieren wir strukturiert, eben halt zu überlegen, was sind wertstiftende Dialoge für den Kunden einerseits, aber auch andererseits fürs Unternehmen. Überall, wo wenig Wertstiftung da ist, kann man sich natürlich auch überlegen, muss eigentlich ein Mensch dieser Aufgabe entsprechend nachkommen, oder geht es auch darum, dass man automatisiert, dass Kunden vielleicht eine Problemlösung wesentlich schneller durch ein automatisiertes System erreichen. Ich würde dich da geschwind unterbrechen, bitte, und zwar, weil ich finde das deshalb spannend auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du hast bewusst immer betont, es soll ja für den Kunden ein wertstiftendes Ereignis, eine Experience sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, nicht immer Gott sei Dank, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Firmen zu stark Digitalisierung und Automatisierung für eine eigene Optimierung betrachten, aber nicht spüren, welche Wirkung das nachher beim Kunden hat. Und das ist, glaube ich, so ein Effekt, den wir bewusst nochmal betonen können, oder? Denn man sollte bewusst auf die Wertstiftung aus Sicht der Kunden auch achten, natürlich. Naja, die muss schon zusammenkommen. Die muss schon zusammenkommen, Unternehmen und Kunde. Nur wo beide eigentlich sehen, dass eine Wertstiftung passiert, da sollte es zu einem persönlichen Dialog kommen. Und jetzt ist aber die Frage, was sprichst du an? Was sind das für Automatisierungen, die im Prinzip aus der Sicht des Kunden, aus der Sicht des Unternehmens gemacht worden sind? Häufig geht es ja darum, um Self-Service-Plattformen, ja. Und Self-Service kann was unwahrscheinlich generierendes sein. Ja, zeitraubend auf der einen Seite, zeitgenerierend auf der anderen Seite, wie es halt gemacht wird, wie es umgesetzt wird. Und wenn es gut umgesetzt wird, spart es die Zeit des Unternehmens und des Kunden, ist also sinnvoll. Man verschenkt sich dadurch aber auch Möglichkeiten. Ja? Also das Thema Cross-Selling, Upselling. Ich bin immer noch der Meinung, dass Roboter nicht gut verkaufen. Ja, die ganzen Menschen, die Chatbots und Voicebots anbieten, die sehen das natürlich alle total anders. Aber ich glaube, Menschen kaufen primär von Menschen. Ja. Und dann ist also die Überlegung, gerade Cross- und Upselling, wo ich eben jemanden darauf aufmerksam machen muss, hey, brauchst du nicht noch dieses Produkt? Das passt wunderbar zu dem, was du bisher gekauft hast. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der da ganz wichtig ist. Ich würde euch gerne noch mal eine Frage stellen. Ich war im November war ich auf dem CX-Forum in Düsseldorf, und da hatte ich eben auch immer wieder die Sätze gehört:
Naja, wir haben so einen kleinen Nukleus mit so einer CX-Gruppe gebildet. Wir haben aber meistens noch nicht so die volle Unterstützung von den Geschäftsführungsmitgliedern. Ein bisschen ja, aber noch nicht so richtig. Wie ist da eure Einschätzung? Ist das mein Gefühl, ist das richtig oder wie ist das aus eurer Studie hervorgegangen? Sowohl als auch. Also wir haben gute Beispiele, das haben wir auch in dem Leuchtturmprojekt dargestellt mit Smart Europe, also eine gemeinsame Tochter von Daimler und einem chinesischen Anbieter. Die haben nicht nur die volle Unterstützung des Managements, sie haben auch die volle Einforderung, wenn man so will, des Managements. Also im Sinne von, ja, wir glauben, dass das so richtig ist, wir sind voll davon überzeugt. Und jetzt würden wir auch gerne sehen, wie das konsequent umgesetzt wird, also mit Vernetzung von Plattformen, mit einer, wie ich finde, einmaligen End-to-End, da reden immer viele davon, End-to-End Customer Journey. Und bei den meisten ist das Ende am Ende der Abteilung, also Marketingende, dann fängt eine neue Customer Journey an, im Vertrieb und im Service. Und die haben es wirklich geschafft, dass das Management gesagt hat, gut, dann machen wir es bitte konsequent, nämlich End-to-End. Der Kunde muss sich nicht, wenn er mal bei uns ein Auto gekauft hat und kommt im Service an, neu identifizieren, neu authentifizieren. Er muss auch nicht sagen, was ihm wichtig ist und wo seine Reifen eingelagert sind und. Also End-to-End, das Management fördert und fordert und da ist das extrem gut umgesetzt. Ja, und dann haben wir auch Beispiele, die haben mit so einem Nukleus angefangen und versuchen damit erstmal im Management, wie sagt man, Aufmerksamkeit zu schaffen, auch den Nachweis zu erbringen, das rechnet sich, das macht Sinn und dann versuchen darüber natürlich dann, wie sagt man, mehr zu erzielen und das Ganze ganzheitlich. Also ja, sowohl als auch. Vielleicht noch ein Satz. So, ich bin ja jetzt auch schon fast 32 Jahre in dem Metier und ich nehme seit vielen Jahren immer mit, wenn man es halbwegs ordentlich rechnet, kommt eigentlich, salopp gesagt, immer so auf 2 und mehr Jahre heraus 20% mehr Umsatz, respektive 5-7% höhere Rentabilität. Und trotzdem, dass ich das immer wieder nachgewiesen bekomme, beziehungsweise wir selbst nachweisen können, kommt diese durchaus fantastischen Wachstumsquoten kommen irgendwie nicht an. Glaubt man die dann nicht oder woran liegt es, dass das nicht so angenommen wird? Das ist natürlich ein nachhaltiges Konzept, was wir hier predigen, ja. Und wie bei allem, was nachhaltig ist, bedeutet das, dass man eine Idee über eine längere Zeit fokussieren muss. Und sehr häufig haben wir eben halt gerade bei börsenkotierten Unternehmen so sehr hohen Druck, kurzfristig irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Dass diese kurzfristigen Ergebnisse aber durchaus auch im Shift vom Kundenerlebnis beispielsweise in Self-Service-Plattformen nicht unbedingt zum Nachteil des Kunden sein muss. Das ist eigentlich noch nicht so in den Köpfen angekommen. Also häufig wird das Thema CX, Kundenmanagement, sehr stark immer noch als Umsatzausbauthema gesehen. Wobei das genauso viele Cost-Cutting-Elemente hat. Also schauen wir uns eine Royal Bank of Scotland an. Ja? Also die sind ja de facto seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten unter Staatsverwaltung, weil sie sich in der Finanzkrise ein bisschen verspekuliert haben. Und bei denen muss jedes Thema, was eigentlich zum Wohle des Kunden umgesetzt wird, auch eine Kosteneinsparperspektive haben. Und ich glaube, von solchen Unternehmen kann man auch sehr stark lernen, dass man sich überlegt, wie stelle ich denn meinen Kunden in den Fokus und wie versuche ich, die Zeit des Kunden zu sparen und damit meine Zeit mitzusparen. Ja, das ist so der eine Punkt. Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es und an welcher Stelle schaffe ich wirklich ein Erlebnis, was differenzierend ist. Ich scheue mich immer vom Wow-Erlebnis, aber ein Erlebnis, was anders ist als bei der Konkurrenz.